Hallo und herzlich willkommen. Heute erkläre ich euch den wichtigsten Unterschied zwischen dem kurzen im Einzel und dem kurzen im Doppel. Fangen wir mit dem Einzel an. Beim Einzel, wo jeder sein ganzes Feld selbst abdecken muss, steht man in der Regel eben etwas weiter hinten, also nicht eben direkt in Netznähe. Dementsprechend ist es hier im Einzel besonders wichtig, dass der Ball eben sehr nah am Netz wieder runterkommt. Man darf da gerne auch dann etwas in Höhe investieren bei dem Schlag. Er darf also ruhig auch gerne ein paar Zentimeter über dem Netz sein. Wichtig ist, dass er dann hier steil nach unten fällt. Sobald er hier steil hinterm Netz nach unten fällt, hat man als Gegner im Einzel eben nur noch die Option, ihn versuchen hochzuspielen. Aber da eben so hinterm Netz ist, geht es vom Winkel her nicht mehr, dass man bis an die Grundlinie nach hinten kommt. Dementsprechend kurz würde dieser hohe dann werden und dementsprechend einfach ist der für den Gegner dann auch wieder zu nehmen. Oder man kann versuchen, ihn kurz zurückzuspielen. Da steht der Gegner dann aber schon, weil er ja genau auf diesen kurzen dann wartet. Das heißt, man hat zwei schlechte Optionen. Dementsprechend gut ist es, wenn man im Einzel eben den kurz am Netz hinterbekommt. So, dann zum Doppel. Da ist es genau das Inverse. Beim Doppel steht meistens einer schon vorn oder sehr weit nah am Netz. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Höhe investieren würde, um ihn runter zu bekommen, würde der Gegner den in den allermeisten Fällen noch über der Netzkante bekommen und dann eben versuchen, mir direkt zu töten. Das muss ich verhindern. Das heißt, im Doppel ist es ganz besonders wichtig, dass der Ball dann flach übers Netz kommt. Ja, er muss nicht zwingend kurz sein. Wenn der Gegner schon sehr weit am Netz steht, ist es oft tatsächlich auch von Vorteil, ihn flach und etwas weiter hinters Netz zu schieben, damit er dann ihn heben muss, weil ich stehe dann vorne und in den leicht gehobenen kann ich direkt nehmen und in den ganz gehobenen kann mein Partner dann richtig schön wieder smashen. Das heißt, im Doppel ist das Wichtigste, dass er hier flach, am besten von oben nach unten über die Netzkante kommt, um dem Gegner die Möglichkeit zu nehmen, ihn seinerseits nach unten zu spielen und ihn dazu zu zwingen, nach oben zu heben.